Warum die Generation der 1970er Jahre so anders denkt und warum das jetzt wichtig ist dir schon einmal etwas Unheimliches aufgefallen. Wenn du mit jemandem sprichst, der in den 1970er Jahren aufgewachsen ist, fühlt sich das Gespräch schwerer an. Nicht düster, nicht pessimistisch, einfach echt. Sie haben es nicht eilig, sich zu erklären. Sie performen ihre Gefühle nicht. Sie geraten nicht in Panik, wenn sich etwas unsicher anfühlt. Und wenn du nach dem Jahr 2000 geboren wurdest, hast du dieses Gefühl vielleicht schon gespürt, ohne zu wissen, wie du es benennen sollst. Fast so, als würden sie auf festem Boden stehen, während alle anderen auf beweglichem Sand balancieren. Das ist keine Nostalgie und es ist keine Überlegenheit. Es ist Psychologie. Denn die 1970er Jahre haben nicht nur Kinder großgezogen, sie haben Nervensysteme unter Bedingungen geformt, die es heute nicht mehr gibt. Und sobald du diese Bedingungen verstehst, fängst du vielleicht an zu hinterfragen, wie das moderne Leben ganz still dein eigenes Denken und Fühlen verändert. Bleib bei mir, denn die gefährlichste Erkenntnis geht nicht um sie. Sie geht um uns. Eine Kindheit ohne ständige Rettung. Stell dir das jetzt vor. Du bist 9 Jahre alt. Du verlässt morgens das Haus. Kein Handy, kein Tracking, keine Möglichkeit, dich zu erreichen. Du bist stundenlang verschwunden. Du verirrst dich. Du schlägst dir die Knie auf. Du streitest dich mit Freunden. Und kein Erwachsener greift ein. Niemand fragt, wie du dich damit fühlst. Niemand macht eine Lernlektion daraus. Du klärst es selbst. Heute würde man das verantwortungslos nennen. Damals war es normal. Und psychologisch gesehen hat es etwas aufgebaut, das heute unglaublich selten ist. Vertrauen in die eigene Fähigkeit, sich wieder zu fangen. Kinder der 1970er Jahre sind nicht mit der Annahme aufgewachsen, dass alles sicher ist. Sie sind mit der Annahme aufgewachsen, dass alles unsicher ist. Und wenn Unsicherheit normal wird, passt sich das Gehirn an. Statt zu fragen, wer hilft mir, lernt der Geist zu fragen, was kann ich tun? Dieser eine Wechsel verändert alles. Die innere Stimme, die nie verschwunden ist. Menschen aus den 1970er Jahren tragen oft eine seltsame innere Stimme in sich. Sie schreit nicht, sie motiviert nicht. Sie sagt einfach, ich kriege das hin. Selbst wenn sie Angst haben. Selbst wenn sie nicht vorbereitet sind. Selbst wenn sie erschöpft sind. Diese Stimme stammt nicht aus Ratgeberbüchern oder Affirmationen. Sie stammt aus Erfahrung, aus wiederholten Situationen, in denen niemand eingegriffen hat. Und diese Stimme führt sie noch heute leise darin, wie sie Entscheidungen treffen, mit Stress umgehen und Unsicherheit begegnen. Aber diese Stimme kam nicht aus dem Nichts. Sie wurde geerbt. Aufgewachsen bei Menschen, die überlebt haben, nicht verarbeitet. Die meisten Menschen, die in den 1970er Jahren geboren wurden, hatten Eltern, die von Krieg, Mangel oder Nachkriegsinstabilität geprägt waren. Diese Eltern hatten keine Sprache für Gefühle. Sie setzten sich nicht hin und erklärten ihre Innenwelt. Sie überlebten. Und Überleben lehrt etwas sehr Konkretes. Du brichst nicht öffentlich zusammen. Du gibst nicht jedem Gefühl nach. Du tust, was getan werden muss. Kinder in solchen Haushalten lernten durch Beobachtung. Sie sahen, wie Erwachsene mit Angst umgingen, wie sie Enttäuschung geschluckt haben, wie sie weitermachten ohne Zuspruch. Psychologisch entstehen so Kinder, die nicht erwarten, dass das Leben sich erklärt. Sie erwarten, dass das Leben passiert. Und wenn das Leben sie später trifft, sind sie nicht schockiert davon. Verantwortung als Atmosphäre, nicht als Anweisung Verantwortung, war in den 1970er Jahren kein Konzept. Sie war eine Atmosphäre. Du hast geholfen, ohne dass man dich darum bat. Du hast früh praktische Fähigkeiten gelernt. Du hast Probleme gelöst, weil sie da waren. Wenn etwas kaputt ging, hast du nicht auf Ersatz gewartet. Du hast es repariert. Wenn etwas scheiterte, hast du dich angepasst. Und dadurch haben Menschen aus dieser Zeit etwas tief verinnerlicht. Kompetenz vor Komfort. Nicht, weil Komfort ihnen verweigert wurde, sondern weil Kompetenz nötig war. Und diese Notwendigkeit hat das Nervensystem geprägt, warum sie emotional so gefasst wirken. Hier beginnen die modernen Missverständnisse. Menschen aus den 1970er Jahren wirken oft emotional zurückhaltend.
Sie erzählen ihren Schmerz nicht in allen Details. Sie suchen nicht für jede Schwierigkeit Bestätigung. Und heute wird das oft als emotionale Unterdrückung fehlinterpretiert. Doch die Psychologie schlägt eine präzisere Sicht vor. Sie haben emotionale Eindämmung gelernt, nicht emotionale Vermeidung. Sie fühlen, sie brechen nur nicht zusammen. Ihr Nervensystem hat früh gelernt, Stress zu halten, ohne ihn sofort abzulassen. Und auch wenn das seinen Preis hat, schafft es gleichzeitig bemerkenswerte Stabilität. Erwachsensein, ohne Filter beobachten Kinder der 1970er Jahre haben Erwachsene im echten Leben beobachtet, ohne Filter. Sie haben Erschöpfung gesehen, ohne Dramatisierung. Sie haben Opfer gesehen, ohne Applaus. Sie haben Gemeinschaft gesehen, ohne Inszenierung. Leiden war kein Content. Es war etwas, das man privat getragen hat. Psychologisch vermittelt das eine gefährliche, aber kraftvolle Lektion. Das Leben schuldet dir keinen Komfort. Aber es belohnt Ausdauer. Dieser Glaube steckt noch heute in ihrer Haltung, ihrem Ton, ihrer Geduld. Das Rückgrat, das ihnen niemand beigebracht hat. Hier kommt etwas Unbequemes. Menschen aus den 1970er Jahren haben keine Resilienz entwickelt, weil ihnen jemand Resilienz beigebracht hat. Sie haben sie entwickelt, weil die Umwelt sie erzwungen hat. Es gab kein ständiges Sicherheitsnetz, keine emotionale Abfederung. Und wenn du ohne Polster überlebst, merkt sich dein Nervensystem, dass Überleben möglich ist. Deshalb wirken viele von ihnen heute so geerdet. Nicht, weil sie furchtlos wären, sondern weil Angst für sie nichts Neues ist. Dann hat sich die Welt verändert und hier entsteht der Bruch. Menschen, die nach 2000 geboren wurden, sind in eine völlig andere psychologische Landschaft hineingewachsen. Bildschirme vor Stille, Information vor Integration, Verbindung vor Selbstvertrauen. Ihr Nervensystem hat nie längere Phasen von echter Ruhe erlebt. Und die Neurowissenschaft sagt uns etwas Unangenehmes. Das Gehirn kann Erfahrungen ohne Pause nicht integrieren. Aber die Pause ist verschwunden. Ein Geist, der nie landet. Moderne Gehirne schließen emotionale Zyklen selten ab. Es gibt immer noch eine Benachrichtigung, noch ein Video, noch einen Vergleich. Selbst Ruhe wird unterbrochen. Und das Gehirn bleibt in Alarmbereitschaft. Das erzeugt einen dauerhaften, unterschwelligen Stress, selbst wenn nichts los ist. Und mit der Zeit untergräbt das emotionale Belastbarkeit. Nicht, weil der Mensch schwach ist, sondern weil das System nie zur Ruhe kommt. Vergleich als Hintergrundrauschen. Soziale Medien haben den Vergleich nicht nur eingeführt, sie haben ihn automatisiert. Junge Menschen entscheiden sich nicht aktiv dafür, sich zu vergleichen. Sie nehmen ihn unbewusst auf. Sie fühlen sich im Rückstand, ohne Kontext, unzureichend, ohne Grund, ängstlich, ohne konkrete Bedrohung. Und weil der Druck unsichtbar ist, ist er schwerer zu bekämpfen. Intelligenz ohne Ruhe. Diese Generation ist nicht minderwertig. Sie ist intelligent, anpassungsfähig, emotional bewusst. Aber sie ist auch mental überlastet. In einem Ausmaß, dem sich ältere Generationen nie stellen mussten. Sie leben in einer Welt, die sich schneller bewegt, als das Nervensystem sich angepasst hat. Und das erzeugt Erschöpfung. Keine Faulheit. 2 Nervensysteme, ein Missverständnis. Die Generation der 1970er Jahre hat sich an Gefahr und Freiheit angepasst. Die Generation nach 2000 hat sich an Tempo und Reizüberflutung angepasst. Beide Anpassungen sind sinnvoll, aber sie lassen sich nicht leicht übersetzen. Die eine Seite schätzt Ausdauer, die andere Bewusstsein. Die eine vertraut Erfahrung, die andere sucht Rückversicherung. Und wenn sie aufeinandertreffen, tritt an die Stelle von Verständnis das Urteil. Der eigentliche Konflikt, den niemand benennt. Der eigentliche Konflikt ist nicht generational, er ist neurologisch. Das eine System wurde von Knappheit geprägt, das andere von Überladung. Und beide tragen versteckte Kosten. Der Wendepunkt Stärke wird nicht gelehrt, sie wird geprüft. Aber Erschöpfung ist kein Versagen, sie ist Überforderung. Und die Zukunft gehört keiner Generation allein. Sie gehört denen, die beides integrieren können. Resilienz ohne emotionale Blindheit. Bewusstsein ohne Zusammenbruch. Letzte Frage. Und sie wird dich nicht loslassen. Jetzt möchte ich, dass du innehältst, nicht scrollst, nicht reagierst. Denk nach. Bist du vor 1980 geboren oder danach?
Und wenn das Leben unsicher wird, neigt dein Geist eher zu Durchhalten oder zu Überwältigung. Denn diese Antwort wurde lange geformt, bevor du sie überhaupt bemerkt hast. Und zu verstehen, dass das so ist, könnte der erste Schritt sein, dir einen Geist aufzubauen, der stark genug ist für das, was als nächstes kommt.